Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudi von Soulart und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Meine Lieben, der Valentinstag steht an und im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr in 0, nichts ein super süßes DIY Valentinstagsgeschenk zaubert. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Starten wir direkt rein. Okay Leute, ich habe mich heute für eine herzförmige Leinwand entschieden. Meine misst 30 x 30 cm. Das ist aber ganz euch überlassen, für welche Größe ihr euch entscheidet. Und ich dachte mir, wir werden heute ein paar Ballonblumen zaubern. Aber Schritt für Schritt, wir starten erst einmal mit unserer Basis. Ich habe mich für Titanium Weiß entschieden. Nachdem ich meine Basisfarbe mit dem Palettenmesser ausgestrichen habe, werde ich sie nun noch einmal über die Ränder dehnen. Ich möchte mir einen Untergrundpolster schaffen für die Farben, die wir gleich auftragen werden. Und dieser sollte an jeder Stelle auch wirklich gleichmäßig verteilt sein. So haben wir auch gleich die Möglichkeit, unsere Ränder zu kaschieren. Soweit so gut, meine Lieben. Unsere Basis ist vorbereitet. Für die Ballontechnik braucht ihr nichts weiter als einen Luftballon. Ihr könnt es auch mit einem Gummihandschuh machen. Ich hatte noch von der letzten Geburtstagsparty Luftballons übrig, deswegen verwende ich heute diese. Und die Farbpalette ist unendlich. Ich habe mich heute für 3 Rottöne entschieden. Wir werden einmal mit Kaminrot, Primary Magenta und Rot-Violett arbeiten. Diese Technik eignet sich super für Anfänger oder auch für Fortgeschrittene oder auch für Meister. Jeder kann das schaffen und ich zeige euch jetzt wie. Also, ich beginne mir kleine Paddels zu schaffen. Ich beginne mit der dunkelsten Farbe. In meinem Fall ist es Rot-Violett. Ich werde die Paddels erst einmal nicht so groß machen. Später könnt ihr dann ein bisschen von der Größe variieren, wie es euch gefällt und wie es euch beliebt. Kaminrot ist die nächste Farbe, die ich auftrage. Und damit es schön pink wird, noch ein bisschen Primary Magenta in die Mitte. Sehr gut. Ich für meinen Teil variiere ein bisschen die Farbkombination in meinen Paddles. Auch das bleibt natürlich euch überlassen, wie es euch am besten gefällt. Könnt ihr die Farben nach und nach auftragen. Ich mache erst einmal nicht so viele Paddles, ihr werdet dann auch gleich sehen, warum. Meine Lieben, wie handhabt ihr den Valentinstag? Mein Mann und ich haben schon jahrelang dem Konsumwahnsinn abgeschrieben. Wir schenken uns eher Zeit miteinander. Ich denke, das ist viel wertvoller. Allerdings, meine Lieben, kann ich euch versichern, jeder freut sich über eine kleine nette Geste, vor allem wenn sie selbst gemacht ist und von Herzen kommt. Es muss auch nicht immer für den Partner sein. Ihr könnt es für eure Mama, Tochter, beste Freundin, besten Freund machen. Also ich mache das ganz oft in meinem Familien- und Freundekreis, dass ich meine Liebsten mit kleinen Aufmerksamkeiten überrasche und bislang hatte ich immer eine super positive Resonanz. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr könnt sehen, ich habe nur 4 Paddles auf meine Leinwand aufgetragen und nun kommen wir auch schon zum spaßigen Teil, unseren Ballondips. Gleich werdet ihr auch sehen, warum ich zwischen den Paddels ein bisschen Freiraum gelassen habe. Aber Schritt für Schritt, ich tippe mit meinem Ballon ins erste Paddel. Dieses ist schon sehr groß. Ja. Den Farbauftrag auf meinem Ballon lasse ich so wie er ist und tippe damit in die weiße Farbe. Ihr könnt sehen, wir können die Farbe, die auf unserem Ballon ist, immer wieder aufnehmen
Und so formen wir uns jetzt schöne Blüten, meine Lieben. Schaut euch das mal an, das sieht wirklich schön aus. Also, ich werde nun ein Paddel nach dem nächsten bearbeiten, eine Blüte nach der anderen formen, somit immer wieder ein bisschen Farbe auf meinen Ballon aufnehmen und dippe damit in die weiße Farbe. Könnt ihr den Lärm im Hintergrund hören? Wartet mal kurz einen Augenblick, ich zeige euch, wo er herkommt. Meine Lieben, im Hause Solat ist ein Katzenbaby eingezogen. Ihr könnt gut sehen, nichts ist sicher vor der kleinen Maus. Ich wollte sie euch mal ganz kurz vorstellen, das ist meine Lilo und die unterstützt mich immer ganz tatkräftig bei meiner Kunst. Wenn ihr im Hintergrund ein bisschen Katzenspielzeug hört, dann wisst ihr jetzt, wo das herkommt. Okay, aber zurück zu unserem Bild. Ihr könnt schon sehen, die ersten Muster formen sich. Ich finde, es sieht so schön aus. Aber weiter im Prozess. Ich mache zwischendrin meinen Ballon immer ein kleines bisschen sauber und tippe immer wieder in unsere rosarote Farbe. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, meine Lieben. Ich habe mir ein Bild in meinem Kopf zurechtgelegt. Ich möchte nur eine Seite mit Blumen verzieren. Auf die andere Seite unseres Herzes werde ich vielleicht noch den ein oder anderen netten Spruch von mir hinzufügen. Das überlege ich mir, sobald mein Bild getrocknet ist. Okay, meine Lieben, also ich bin mit meinen Ballondips vorerst zufrieden. Ich finde, das gibt so einen schönen Effekt. Ihr könnt erkennen, je öfter ich mit meinem Ballon draufgegangen bin, umso mehr haben sich die Blüten geformt. Wie vorhin erwähnt, werde ich auf der rechten Seite meines Herzens noch eine kleine Botschaft von mir hinterlassen. Ebenso könnt ihr, meine Lieben, sobald euer Bild getrocknet ist, noch eine Schicht Epoxidharz darüber geben. Das versiegelt das Ganze, macht es für die Ewigkeit. Ich finde, das ist immer eine tolle Möglichkeit, dem Gegenüber ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ich werde jetzt warten, bis mein Schätzchen getrocknet ist und dann zeige ich euch meine Variation von dem DIY Valentinstagsgeschenk. Für heute, meine Lieben, bedanke ich mich wie immer fürs Einschalten. Es war mir eine Freude, mit und für euch zu zaubern und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, meine Lieben!
Okay, meine Lieben, ich melde mich einige Tage später mit meinem fertigen Valentinsgruß. Ihr könnt sehen, ich habe noch handschriftlich eine kleine Botschaft hinterlassen und das Ganze mit ein bisschen Glitzer versehen. Vielleicht seht ihr das in der Kamera, es glitzert und schimmert wirklich in alle Richtungen. Das ist eine Variante, meine Lieben. Nächste Woche zeige ich euch noch eine farbenfrohe Variante für den Valentinstag. Für heute, meine Lieben, bin ich zufrieden. Ich denke, ich werde es meiner besten Freundin schenken. Und jetzt bist du gefragt. Was sagst du? Schenkt ihr euch Valentinstag noch was? Feiert ihr den überhaupt? Ich bin auf jeden Fall auf deine Meinung gespannt. Ich verabschiede mich, meine Lieben. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.